vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für das coole Interview. Ja, sie freut mich riesig, heute bei dir sein zu dürfen. Du hast ja das Buch geschrieben, Selfmade Aktionär, warum der Kapitalmarkt dein Freund ist. Ja. Und warum hast du das Buch eigentlich geschrieben? Das Buch ist eine wirkliche Herzensangelegenheit von mir. Ich bin ja seit über 25 Jahren, 26 Jahren in der internationalen Finanzindustrie und habe wirklich viel gesehen. Und das erste Skript dieses Buch gab es schon vor knapp 10 Jahren. Ich habe das erste Skript kurz nach der Finanzmarktkrise mal geschrieben. Aber ich konnte es jetzt erst veröffentlichen, nachdem ich ich bin ja immer noch in der Industrie, aber ich bin aus den Konzernen raus, bin jetzt mein eigener Boss, bin Unternehmer und kann jetzt die Dinge natürlich so schreiben, wie ich sie empfunden habe, wie ich sie für sehe. Und ich kann vor allem eben, ja, es schreiben, so wie es die Menschen auch verstehen, nämlich in einer Sprache, die gerade, was eben junge Menschen angeht, verstanden wird und auch eben in einer Art und Weise, dass man sich angesprochen fühlt. Die Finanzindustrie hat eine starke Tendenz, sehr gerne selbstreferenziert zu sprechen, das heißt unglaublich komplex und über Dinge, die sich toll anhören, aber in vielen Fällen ist es künstliche Komplexität. Und das Buch soll den Menschen zeigen, wie Kapitalmärkte funktionieren. Es soll ihnen zeigen, dass sie jeder, du, deine Zuhörer, meine Kids, ich, Teil dieser größten Erfolgsgeschichte der Menschheit ist. Das nennt sich freiheitliche Märkte. Renditen entstehen nämlich nicht von Banken und Fondsmanagern, sondern kommen von Konsumenten und Produzenten. Und diese entsprechenden Renditen, für die wir ja auch alle arbeiten, können von uns ganz einfach eingesammelt werden. Das heißt, das Geheimnis ist, dass es kein Geheimnis gibt. Und dafür soll das Buch da sein, einmal die Angst vor Kapitalmärkten zu nehmen, aber auch den Menschen zu zeigen, dass sie heute mit einem Klick ein globales Portfolio kaufen können, was sie nur brauchen und nicht mal das Haus verlassen müssen. Ich meine, wie cool ist das denn? Und du kannst es heute schon ab 25 oder 30 Euro machen. Wie würdest du denn mit der Geldanlage dann starten? Würdest du dann Indexfonds wählen oder würdest du freie Aktientitel aussuchen? Es gibt in dem Buch ein Kapitel, das nennt sich Via Negativa. Da stehen all die Dinge drin, die man als Anleger tunlichst vermeiden sollte. Und darunter gehören auch Einzelaktien. Okay. Dazu gehören strukturierte Produkte. Dazu gehören geschlossene Beteiligungen. Dazu gehört alles mögliche Synthetische. Dazu gehören alle großen Versprechungen, die man in Produkten bekommt, etc. Was du schlicht und ergreifend brauchst, sind global anlegende Indexstrategien. Aber jetzt auch nicht, weil ich es jetzt so toll finde, sondern Indexfonds oder ETFs sind schlicht und ergreifend die Entwicklung der letzten Jahre gewesen. Ja, wir haben mal ganz zu Beginn, als es die Börse gab, ich meine, was ist die Funktionsweise von Börse? Auf der einen Seite steht ein Unternehmen, das braucht Kapital, um wachsen zu können, um neue Dinge zu machen. Auf der anderen Seite stehen Menschen, die ihr Geld gerne arbeiten lassen möchten. Jetzt musst du beide Seiten zusammenbekommen. Der Marktplatz dafür ist die Börse und das Instrument ist die Aktie, damit du das überhaupt in die Unternehmen reinbekommst. Dadurch, dass wir aber nie wissen, welche Unternehmen gut laufen oder schlecht laufen, müssen wir nahezu alle Unternehmen kaufen, die an den Kapitalmärkten gehandelt werden. Und ganz zu Beginn, Anfang des 19. Jahrhunderts, konntest du eben nur die Aktie kaufen. Ja, es war extrem teuer, es ist extrem kompliziert. Dann in den 70er Jahren kam die Idee von Fonds auf. Dadurch wurde das Publikum, das Zugang zu Kapitalmärkten hatte, noch mehr erweitert. Dann kamen Indexfonds auf, das es nochmal einfacher gemacht hat. Und jetzt haben wir eben dieses tolle Instrument ETFs, weil wir die Technik dafür haben, weil wir das Internet dafür haben, was es eben mit einem Mausklick ermöglicht, für unglaublich wenig Geld sein Geld in den globalen Kapitalmarkt zu bringen. Das ist also jetzt eine Entwicklung aus Forschung und Innovation, die wir nutzen können und wir sollten sie tun. Ja, weil ich sag mal, wir nutzen unsere Smartphones, unsere Handys, das ist auch Forschung und Innovation und keiner hat noch den Motorola-Knochen. Ja. Und durch den Aktienmarkt sagst du, okay, kann man dieses Rentenproblem
einigermaßen lösen, indem man halt früh anfängt mit dem Besparen von ETFs? Das ist ein Punkt. Also wir haben in der Tat, ich meine, gut, jetzt das Video ist ja für junge Menschen, das heißt von 18 bis 24 hattest du mir ja geschrieben. Es ist aber wirklich so, dass wir etwas tun müssen, was das Bereich Rente angeht. Und ich werde jetzt dieses Jahr 50, das heißt, also ich komme ja noch aus einer Zeit, wo dieses ganze Rentensystem ist ja eine gute Idee. Ja, es ist ja nicht falsch, um Gottes Willen. Aber es kommt eben aus einer Zeit, wo du, ich sage mal auch demografisch, das sich noch gerechnet hat, auch mit höheren Zinsen. Die Demografie ändert sich. Ja, wir werden immer älter, es gibt immer weniger Jüngere. Das heißt, immer weniger Jünger müssen für mehr Alte sorgen, das Umschlagssystem. Ich reise viel, ich war wie viel weltweit unterwegs und unser Rentensystem ist gut, ja, das darf man nicht verteufeln. Nur es reicht eben nicht mehr. Das heißt, wir müssen noch was Zusätzliches tun. Und da ist es so, je früher man anfängt, und es ist natürlich schwer, wenn jemand 18 ist oder 20, zu sagen, oh Gott, Altersvorsorge, ja, das ist ja sowas von Lustkiller und da will sich keiner damit auseinandersetzen. Aber es ist auch ein bisschen damit was zu tun, weil natürlich das Thema Altersvorsorge auch ein scheiß Wort ist. Sondern ich nutze in meinem Buch auch nicht das Wort Altersvorsorge, sondern Wohlstandsaufbau. Ja, du fängst früh an, deine 25, 30 Euro in Sparpläne zu investieren und baust dadurch deinen Wohlstand auf. Und dieser Wohlstand hilft dir dann später auch, zusätzlich zu deiner gesetzlichen Rente, entsprechend ein wunderbares Rentendasein zu führen. Und je früher du damit anfängst, desto besser, weil es gibt diesen wunderbaren Effekt, der nennt sich 7-10. Alle 10 Jahre verdoppelt sich dein Kapital bei 7%. Und man kann das relativ leicht rechnen, wenn du jedes Monat 25 Euro ansparst mit 7%, analysiert und so weiter. Du wirst nicht jedes Jahr 7% haben, weil es wird Schwankungen geben, aber langfristig zeigen Kapitalmärkte 7%. Und wenn du das mal rechnest, kann jeder, egal aus welcher sozialen Herkunft, egal aus welchem Elternhaus, Millionär werden. Du brauchst die Disziplin, das jedes Monat zu machen und du musst die Märkte für dich arbeiten lassen. Und da du ja Teil bist, weil du einmal in die Arbeit gehst oder vielleicht auch Unternehmer bist, bist du Teil dieser Erfolgsgeschichte. Und du kannst dein Geld dort arbeiten lassen. Und es ist einfach, es ist kein Hexenwerk. Du liest ja wahrscheinlich auch viele Bücher über Thema Finanzen, oder? Ja, ich habe alles gelesen, was es da gibt. Hast du da so ein Buch, wo du sagst, das war das beste Buch, was du je gelesen hast? Ja, ich bin ein Riesenfreund von Nassim Taleb. Okay. Ein bestimmtes Buch von ihm? Es gibt ja seine gesamten Werke nennen sich ja Incerto. Ich kann alle empfehlen. Aber was wirklich für mich, und ich liebe Bücher, ich lese jedes Jahr 30 bis 40, jetzt in Lockdown, ich glaube, ich habe 50 Bücher letztes Jahr gelesen. Aber Taleb war für mich wirklich, ich sage es dir mal so, es gibt Bücher, die liest du, ja? Und dann hast du so Auf und Abs und Schwächen und dann mal gut und dann bist du auch froh, dass du es durch hast. Dann gibt es Bücher, da weißt du nach dem ersten Drittel, okay, das war's. Taleb ist für mich eine Leseerfahrung, da habe ich mich jeden Tag hingesetzt und nur 30 Seiten gelesen, um das Lesevergnügen so lang wie möglich aufrechtzuerhalten. Das heißt, das Buch, was ich euch empfehlen würde, ist Antifragilität. Antifragilität. Ja. Das ist, wie gesagt, ich muss jetzt sagen, nur weil ich jetzt begeistert bin, ich bin ja ein paar Jahre älter als ihr, heißt es nicht, dass ihr, aber dieses Buch gibt euch so viel Erfahrung mit aus seinem Leben und wie unser Leben funktioniert, da werdet ihr viele Dinge anders sehen. Genau. Und außerdem empfiehlst du natürlich auch dein Buch. Und natürlich mein Buch. Und wenn ich noch eine Empfehlung abgeben darf. Ja, gerne. Auch die ganze Bücherreihe vom Dr. Gerd Kommer. Souverän investieren, Buy-and-Hold-Bibel. Er hat auch ein Buch rausgebracht, ETF jetzt für Anfänger. Also die ganze Gerd Kommer-Seite ist hervorragend. Also im Grunde genommen Selfmade-Aktionär ist so die Basislektüre, die jeder lesen sollte. Und wenn er dann noch mehr wissen will, dann liest er Gerd Kommer.
Und wenn er das auch hat, dann liest er Taleb. Genau. Und dann hat man das Rentenproblem gelöst. Ja, du musst nicht mehr wissen. Ich meine, ihr habt alle Jobs, ihr wollt studieren und so, ihr müsst euch nicht darum kümmern, um diesen ganzen Blödsinn, ob es der DAX fällt oder steigt oder vollkommen unrelevant. Außer ihr findet das toll, weil ihr das toll findet. Trading. Aber wenn ihr einen richtigen Job habt, dann macht das jedes Monat, investiert 25 Euro, später mehr und so weiter und ihr werdet okay sein. Ja, manche Menschen brauchen halt dieses Abenteuer, ne? Was okay ist, aber das hat nichts mit Investieren zu tun, sondern das ist Spekulieren. Ja. Hast du vielleicht noch ein Schlusswort für die jungen Zuhörer, die halt mit dem Investieren beginnen möchten? Lest Bücher zu dem Thema. Und zwar die richtigen Bücher. Also es gibt ja, wenn du in die Buchhandlung gehst, gibt es ja eine ganze Menge Bücher über Trading und Werte zum Millionär, dieses ganze, also sorry, für mich, das ist Revolverblatt. Niemand kann Märkte prognostizieren, deswegen kann ich auch keine Einzelaktien oder Märkte prognostizieren, Punkt. Aber es gibt ganze Bibliotheken davon, ja. Lest diese Bücher, und jetzt gut, jetzt habe ich natürlich das Buch geschrieben, lest Selfmade Aktionär. Dann lest Komma, und wenn ihr noch mehr wollt, lest Taleb. Und wenn ihr nicht unbedingt dann ein Finanzberater werden wollt oder in der Industrie arbeiten wollt, ist es das. Dann lebt euer Leben, nutzt die Zeit für die Dinge, die euch Spaß machen und macht euch keinen Kopf darum, was jetzt der Kapitalmarkt tut. Der Kapitalmarkt existiert seit Hunderten von Jahren und er wird auch die nächsten hunderte Jahre von existieren. Aber er ist Teil, er ist von Menschen für Menschen, er ist für uns gemacht. Das ist die Aufgabe. Kapitalmärkte gehören nicht Banken, Fondsmanagern und Millionären. Es ist unser Markt. Der Markt von Menschen. Und Kapitalmärkte sind die Summe aller Anleger. Ja, Kapitalmärkte steigen, wenn es im Markt mehr Informationen gibt, die die Anleger kaufen lassen, als verkaufen lässt. Und Kapitalmärkte fallen dann, wenn mehr Informationen im Markt sind, die die Menschen verleiten zu verkaufen. Das ist Kapitalmarkt. Ja? Und dadurch, dass die zentrale Einheit, die dort gehandelt wird an Kapitalmärkten, sind keine Aktien und Anleihen, sondern was dort gehandelt wird, ist Zuversicht und Hoffnung. Ja, und solange wir Zuversicht und Hoffnung haben, werden Kapitalmärkte mehr Aufschwünge haben als Abschwünge. Und darum geht es am Ende des Tages. Lasst den Markt für euch arbeiten. Und wir sind technisch so weit, nochmal mit einem Klick, ohne das Haus zu verlassen, kannst du anfangen, Wohlstandsaufbau zu betreiben. Und zwar jetzt. Ja, Christoph, ich bedanke mich für das tolle Interview bei dir. Gerne, Yassin, hat Spaß gemacht. Kauft das Buch, lest das Buch. Genau. Folgt mir auf Instagram und auf Facebook. Es kommen noch ein paar andere coolen Sachen raus, auch ein Online-Tutorial. Alles Themen, die ja interessant sind. Wie heißt du dort? Bitte? Heißt du dort auch Christoph Kanzler? Ne? Das heißt auch dort, ist auch der Kanzler. Das Tutorial wird die Schule der Märkte heißen. Das sind 3,5 Stunden, 21 Kapitel, kostet 77 €. Und da habt ihr die Selfmade-Aktionäre nochmal aufbereitet. Etwas länger und noch ein bisschen auch anders. Und wer eben nur Videos schauen soll oder will, der kann sich dann dieses Online-Tutorial kaufen. Das kann ich auch gerne dann verlinken in der Videobeschreibung. Genau, also es ist im Moment noch nicht live. Wir verlinken es gerade. Da brauchen wir noch bis Mitte Februar, aber Mitte Februar steht es bereit. Super. Cool. Vielen Dank. Yes.